An einem schwülen Morgen gleitet das kleine Holzboot von Josef Ndlovu und Elias Mukwena langsam über die weite Oberfläche des Krügersees. Die Sonne schien hell, der heiße Wind wehte, der Raum war still, bis auf das rhythmische Geräusch der im Wasser platschenden Ruder. Plötzlich ertönte mitten auf dem See ein ungewöhnliches Geräusch, das beide Ranger sofort alarmiert den Kopf drehen ließ. Vor ihren Augen zappelte eine Löwin und kämpfte schwach im tiefen, trüben Wasser. Es kämpfte darum, den Kopf über Wasser zu halten, doch jede Bewegung zeigte, dass seine Kräfte fast erschöpft waren. Mit weit geöffneten Augen und schnellem Atem half ihm jeder Schlag nur, ein paar weitere, zerbrechliche Sekunden zu überleben. Erschreckenderweise glitt dahinter ein riesiger schwarzer Schatten auf ihn zu, es war ein Raubkrokodil. Der Schwanz des Krokodils peitschte heftig und verursachte heftige Wellen, während er sich allmählich der verzweifelten Löwin vor ihm näherte. Aus der Kehle des Löwen drang ein heiseres Brüllen, das wie ein Hilferuf über den tödlichen See hallte. Es versuchte, schneller zu schwimmen, aber das schwere Wasser schien seinen letzten Atemzug zu verschlingen. Josef umklammerte die Ruder fest, sein Herz klopfte, als ihm klar wurde, dass ihnen nur noch wenige Augenblicke zum Handeln blieben. Elias senkte seine Stimme und signalisierte damit, dass sie sich sofort nähern müssten, sonst würde der Löwe durch die Hand des brutalen Raubtiers sterben. Das kleine Holzboot schaukelte, als die beiden anfingen, energisch auf den Löwen zuzurudern. Ihr schnelles Atmen vermischte sich mit dem Geräusch des Wassers und erzeugte den drängenden Rhythmus eines Wettlaufs auf Leben und Tod. Alle Augen waren auf die kurze Distanz zwischen Leben und Tod gerichtet, die gefährlich nahe war. Das Boot kam näher, Josef streckte die Hand aus und warf das lange Seil, das er vorbereitet hatte, direkt auf den zappelnden Löwen. Das Seil fiel in der Nähe herunter, der Löwe kämpfte, seine Krallen griffen nach ihm, als klammerte er sich an die letzte, zerbrechliche Hoffnung aufs Überleben. Elias ruderte mit aller Kraft und brachte das Boot näher, während Josef das Seil festhielt, damit es nicht wegrutschte. Das Krokodil stürmte mit weit geöffnetem Maul nach vorne, die Wellen schlugen heftig und brachten das kleine Boot zum Schaukeln. Elias schrie laut und schlug mit seinem Ruder direkt vor der wilden Schnauze des herannahenden Krokodils auf das Wasser. Überrascht von dem Schlag blieb das Krokodil stehen, drehte sich, schlug mit dem Schwanz und tauchte tief in das trübe Wasser. In diesem kostbaren Moment konnten Josef und Elias den Löwen näher heranziehen, wobei ihre sehnigen Arme fast brachen. Die Löwin stöhnte leise, ihr ganzer Körper war durchnässt und schwer, ihre Krallen zerrissen verzweifelt die Holzplanken. Beide mussten ihre ganze Kraft aufwenden, um es hochzuziehen, jeder schwere Zentimeter, der vorbeizog, fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Wasser aus seinem Körper ergoss sich auf den Bootsboden und bildete einen hellroten Strahl, vermischt mit frischem Blut. Josef deckte den Löwen schnell mit einer groben Decke zu, die er mitgebracht hatte, und wickelte sie um seinen Körper, um ihn vor Unterkühlung zu schützen. Elias nahm ein kleines Messer, schnitt sein Hemd auf und zerriss es in provisorische Verbände, um die am stärksten blutenden Wunden abzudecken. Sie wischten sich mit den Händen den Schlamm aus dem Gesicht und pressten dabei sanft die Kiefer zusammen, damit das Wasser aus ihren Mündern fließen konnte. Sein schneller Atem wurde allmählich gleichmäßiger, doch sein Blick war noch immer trüb, als wäre er noch nicht aus einem Albtraum entkommen. Josef flüsterte, er lebt noch, Elias, wir dürfen ihn nicht in unseren Händen sterben lassen. Elias nickte und wickelte noch ein paar Stofflagen um seine Taille, um die Blutung zu stoppen. Der Löwe regte sich leicht, hob seinen schweren Kopf leicht und fiel dann wieder auf den Teppich zurück. Der Schweiß rann beiden Rangern über die Stirn, doch ihre Augen glänzten vor eiserner Entschlossenheit. Elias nahm schnell ein trockenes Handtuch und wickelte es um sein Bein, um den verletzten Körperteil ruhig zu stellen. Josef drückte weiterhin sanft auf seine Brust und versuchte, ihm zu einer gleichmäßigeren Atmung zu verhelfen. Das Boot schaukelte, aber Elias ruderte weiter und steuerte das Boot zurück zur Rangerstation. Der Löwe lag still da, sein leises Stöhnen vermischte sich mit seinem schwachen Atem, aber er war noch nicht verschwunden. Josef legte seine Hand auf seine Stirn, spürte die verbleibende Wärme und sein Glaube an das Überleben wurde stärker.
Der Wind blies, die Wellen brachen sich, das Boot schaukelte, aber ihre Entschlossenheit war stärker als die ganze raue Natur. Ihnen war klar, dass dieser Kampf auf Leben und Tod nicht vorbei war, bis das Kind sicher zur Rettungsstation gebracht worden war. Als das Boot anlegte, wartete das gesamte Rangerteam des Krüger-Nationalparks und brachte den Löwen schnell in die tierärztliche Notaufnahme. Tierärztin Amelia Brooks erschien und ordnete die sofortige intravenöse Verabreichung von Flüssigkeit an, um das Tier vor einem Schock zu bewahren. Es wurde auf den Stahltisch gelegt, sein Körper zitterte, die Augen waren noch immer vom Kampf ums Überleben geschlossen. Die Ärzte untersuchten die gesamte Wunde und stellten zahlreiche Schnittwunden an Schulter, Rippen und Bauch fest, die sofort genäht werden mussten. Blut verteilte sich auf dem Tisch, jede Nadel schloss unter erfahrenen Händen schnell die Wunde. Ein Arzt injizierte starke Antibiotika und beugte so der Infektionsgefahr durch schmutziges Wasser und Bakterien im See vor. Die Krankenschwester führte einen kleinen Sauerstoffschlauch ein, um die Atmung des Tieres zu verbessern und so das Risiko eines plötzlichen Atemstillstands zu vermeiden. Kleine Wunden werden gereinigt, desinfiziert und mit reinweißer Gase abgedeckt. In dem stillen Raum waren nur die Geräusche des Herzmonitors und schwache Atmung zu hören. Josef und Elias standen vor der Tür und schauten durch das Glas, ihre Herzen waren immer noch angespannt. Nach einigen Stunden öffneten sich die goldenen Augen leicht, ihr Blick war müde, aber voller Leben. Es bewegte seine Beine leicht und reagierte schwach, aber ausreichend, um den Ärzten ein Aufatmen zu ermöglichen. Amelia lächelte, legte die Infusion weiter an und injizierte weitere Schmerzmittel. Ihre Stimme klang sanft und beruhigend auf das wilde Tier. Die Ranger zeichneten stündlich seinen Zustand auf und entgingen dabei nicht die kleinste Veränderung seines Körpers. 3 Tage später konnte der Löwe seinen Kopf heben, etwas Wasser trinken und ein paar kleine Stücke frisches Fleisch fressen. Alle waren optimistisch und glaubten, dass in diesem Rettungsraum tatsächlich ein Wunder geschehen war. Die Wunde schloss sich allmählich, die Blutung hörte auf, das Fell trocknete, die Augen waren heller und strahlten vor neuer Vitalität. Es begann leise zu knurren, das Echo war ein Zeichen dafür, dass die Genesung bevorstand. Josef lächelte und klopfte Elias auf die Schulter. Wir haben es geschafft, mein Freund. Das Rettungsteam glaubt, dass der Tag seiner Rückkehr in die Wildnis sehr nahe ist. Eine Woche später lief die Löwin in ihrem halbwilden Käfig umher, und ihre Schritte wurden allmählich wieder kraftvoll und majestätisch. Ein Brüllen hallte durch die Gegend und signalisierte die Wiedergeburt eines Raubtiers, das einst am Rande des Todes stand. Ärzte und Ranger waren sich einig, dass es an der Zeit war, das Tier wieder in die Wildnis zu entlassen. Sie bereiteten einen stabilen Eisenkäfig vor, kleideten ihn mit trockenem Stroh aus und fügten Wasser hinzu, damit er sich bequem bewegen ließ. Der Löwe betrat den Käfig, sein Blick war wachsam, aber nicht mehr so verzweifelt wie zuvor. Das Spezialfahrzeug rollt los und bringt das kostbare Tier in die abgelegenen Graslandschaften des Krüger-Nationalparks. Die Nachmittagssonne schien golden, das trockene Gras glitzerte im seltsamen Licht der Natur. Die Käfigtür öffnete sich, es stieg aus, blieb einige Sekunden stehen und atmete tief die Freiheit ein. Es drehte seinen Kopf und sah Josef, Elias und die Ärzte mit einem unbeschreiblichen Glitzern in den Augen an. Ein lautes, tiefes Brüllen, wie ein Dankeschön, hallte über das Feld. Dann stürmte es vorwärts, jeder kräftige Schritt zielte direkt auf die weite Steppe seiner Vorfahren. Die Gestalt verschwand allmählich hinter dem gelben Gras, nur das Rascheln des Windes hallte in der Ferne wieder. Josef umklammerte das alte Ruder, das er bei sich trug, als Erinnerung an diesen wundersamen Tag der Rettung. Elias blickte schweigend zum Himmel auf und spürte zutiefst die edle Mission eines Rangers inmitten der Natur. Alle verstanden, dass sie Zeuge eines Wunders des Lebens geworden waren und der Natur ein unbezahlbares Geschenk zurückgegeben worden war.